Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen. Ich bin wieder zurück in der Iron Lake Challenge. Ich hatte jetzt grob einen Monat ausgesetzt, weil ich mich bei der letzten Wanderung etwas überanstrengt hatte. Aber das hatte ich euch ja schon in einem anderen Video erzählt, wo wir die alte Kapelle ein bisschen uns angeschaut haben. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne doch mal oben in den Link. Ja, ich bin Hermann und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute soll es in der Iron Lake Challenge um den Kellersee gehen, der sich hier hinter den Bäumen befindet. Also der Weg soll eigentlich sehr schön werden, wie gerade hier sehr naturbelassen und nicht so viel Asphalt. Ich bin schon mal vor ein paar Jahren mit Liz hier lang gegangen und wir fanden das eigentlich super. Ja, die Runde wird ungefähr 15 Kilometer sein und ich glaube, das ist eine schöne neue Eingewöhnung in die Iron Lake Challenge. Der Kellersee ist übrigens die Nummer 6 in der Rankingliste. Aber jetzt gehen wir erst mal los. Der Kellersee ist 5,6 Quadratkilometer groß. An seiner tiefsten Stelle ist er ungefähr 26 Meter tief und an der breitesten Stelle ist er 3,7 Kilometer breit. Der Abfluss erfolgt in die Schwentine, wo ich gerade war und ihr es auf dem Schild auch lesen konntet. Das war der Hamburger Strand. Was mich hier schon sehr fasziniert und mir gefällt, sind die Wege, das sagte ich ja schon. Und es sind eine Menge Bänke hier. Am Hamburger Strand ist sogar eine Schutzhütte, wo man sich drunter hocken kann oder setzen kann, besser gesagt, wenn auch mal schlechtes Wetter ist. Das fängt doch schon mal super an und ich hoffe, es bleibt auch so. Also der Kellersee ist nicht nur für Wasserwanderer interessant, auch für Ausflügler, weil hier schauen wir gerade auf den Anleger für die Kellersee-Rundfahrt. Auch hier wieder, wie hinter mir zu sehen, ein super Rastplatz. Ich habe gerade mal 3 Kilometer, also ein bisschen werde ich noch laufen, bevor ich meine erste Rast mache. Gerade bin ich vorbeigekommen an den Naturcampingplatz Prinzenholz. Also wer mal hier Urlaub machen möchte und diesen Wanderweg nachlaufen will, der kann natürlich auch kommen.
mit Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Und wenn man natürlich auch einen Parkplatz sucht, dort kann man auch sehr gut parken, weil dort gibt es auch direkt einen Wanderparkplatz. Ich habe allerdings genutzt für meinen Standort den Parkplatz Uglei. Und vorab bei der Planung wollte ich eigentlich einen Parkplatz in Malente haben. Leider wegen Baustellen und sowas konnte ich ihn nicht direkt anfahren. Darum habe ich mir den anderen Parkplatz ausgesucht. Diesen Blick für eine Pause kann man sich doch sehr gefallen lassen. Übrigens bin ich hier in der Nähe von Gut Roten Sande, besser bekannt unter Gut Immenhof. Genau dieser Immenhof, wo auch die Filme herkommen, wie zum Beispiel Die Mädels vom Immenhof oder Ferien auf dem Immenhof. Dort werde ich gleich nochmal vorbeigehen. Reingehen werde ich wahrscheinlich nicht, weil es ist eine Hotelanlage und da möchte ich die Hotelgäste doch nicht stören. Aber ich kann euch ja dazu noch etwas unten reinschreiben zu dem Gut Roten Sande oder dem Hotel Gut Immenhof. Ich genieße jetzt hier noch schön meinen Tee. Ich habe nämlich eine neue Tasse für die Iron Lake Challenge. Ein bisschen Asphalt muss natürlich mit dabei sein, aber hier ist es geschuldet, der Weg führt um das Gut herum, weil das Grundstück ist natürlich privat und es darf nur betreten werden von Befugten. Und man kann natürlich das Gut auch besichtigen und ich glaube, dafür muss man sogar Eintritt bezahlen. Hier kann ich mal einen Blick erhaschen auf das Gut Immenhof, weil normalerweise hat man hier so große Hecken davor, dass natürlich die Hotelgäste nicht gestört sind. Gut Immenhof oder Roten Sande ist eine Hotelanlage. Dort gibt es auch ein Restaurant, Bar und Hofläden, Reitställe und Reitanlagen und sogar ein Museum. Also dort kann man sich nochmal die Geschichte der Filmarbeiten zu Immenhof ansehen und dort wird man natürlich auch Eintritt bezahlen. Kaum hat man das Gut umrundet über den kleinen Asphaltweg, ist man schon wieder in der Natur und an der Seite ist der See. Hier bin ich jetzt übrigens in Malente, Germsmühlen und hinter mir dort wäre eigentlich mein angestammter Parkplatz gewesen. Aber wie gesagt,
Wegen Bauarbeiten bin ich hier nicht so einfach hingekommen. Und darum gehe ich jetzt weiter zu meinem eigentlichen Parkplatz, wo mein Auto steht. Das sind jetzt ungefähr nochmal grob, ja, 4 bis 5 Kilometer. Ich habe hier nochmal einen kleinen Rastplatz gefunden unterhalb des Bildungszentrums für Steuerverwaltung. Und da ich jetzt noch ungefähr 3 Kilometer nur noch bis zum Auto habe, mache ich hier auch gleich mein Fazit von dieser Wanderung. Ja, erstmal das Schlechteste vorweg. Die Asphalt- und Betonstreifen sind hier definitiv zu vernachlässigen. Also sie sind nicht ganz so schlimm wie die Runde um den Seelender See. Falls ihr diesen Video noch nicht gesehen habt, wo ich mich da rumgekämpft hatte, dann werde ich euch es hier oben verlinken oder schaut gerne mal in meine Playliste von der Iron Lake Challenge. Ansonsten der Weg hier wunderbar. Es geht eigentlich immer schön durchs Grüne auf schöne Waldwege, schön gepolstert, was auch perfekt war. Ich bin nämlich heute mit meinen Barfußschuhen unterwegs und ich merke meine Füße nicht. Am ersten Drittel fand man auch regelmäßig ganz viele Bänke mit Papierkorb, was sich näher über die Strecke immer, also es wurde immer weniger auf der Strecke, aber man hat immer Orte dazwischendurch gehabt, wo man auch mal seinen Müll loswerden wollte. Highlights auf dieser Route waren denn zum Beispiel gut Immenhof, wo man dran vorbeigegangen ist, wenn man natürlich mehr Zeit hat und nicht nur die Iron Lake Challenge laufen möchte, kann man sich das wahrscheinlich sehr gut ansehen. Ansonsten, ja, diese Route kann ich empfehlen. Ich würde sie auch gerne wieder wandern, auch wieder mit Liz. Weil das erste Mal, wo ich hier rumgelaufen bin, war ich auch mit Liz unterwegs. Also das findet ihr auch unter meinen Wandervideos. Und ich würde mich über Likes, Kommentare und natürlich, wer Neues, über ein Abo freuen. Dann heißt das für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss. Da melde ich mich nochmal von dem schönen Plätzchen hier. Also hier hoch geht es jetzt gleich zu meinem Auto wirklich. Und das Fazit war wohl ein bisschen zu früh. Es war noch einiges Interessantes zu sehen auf den knapp 3 Kilometern. Aber ich muss auch sagen, hier hat sich irgendeiner deftig vermessen. Oben am Parkplatz war ein Schild, da war die Strecke 14,7. Ich hatte bei Komoot ein bisschen über 15 Kilometer rausgesucht. Und jetzt, wenn ich beim Auto bin, habe ich eigentlich ein bisschen über 16 Kilometer. Naja, wer da wohl wieder mal einen Fehler gemacht hat, ich oder der Vermesser. Aber jetzt heißt es für mich,
zu sagen, liken, kommentieren und natürlich abonnieren. Und bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.